Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute mit einer Übersicht der beliebtesten Nadlang-Charakter, gepostet von einem User auf Twitter @hxg_diluc. Und hier wurde quasi in den verschiedenen Communities, es gibt ja immer diesen Abtrennung zwischen der Global Community und der Chinese Community. Gründe dafür sind ganz einfach, dass man ja auch auf unterschiedlichen Servern spielt und ja, ich meine, ich glaube, wir brauchen nicht groß über die verschiedene Geschichte der Spieler und vor allem auch der Dramen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, reden. Also da gibt es offensichtlich einen immensen Unterschied zwischen globalen Spielern und chinesischen Spielern. Deswegen macht es auch Sinn, bei solchen Umfragen das tatsächlich abzutrennen. Und ja, außerdem ist natürlich auch die Umfragegröße wesentlich kleiner. Die chinesische wurde auf einer chinesischen App durchgeführt. Bei der globalen weiß ich jetzt nicht, wo sie durchgeführt wurde. Aber auf jeden Fall ist die Sample Size von der globalen Umfrage knapp 4.000 Spieler und bei der chinesischen sind es über 23.000. Genau. Und man konnte mehrere Charakter auswählen bzw. ranken. Das heißt quasi, das ergibt hier natürlich nicht 100%, wenn man das alles zusammenrechnet, sondern es ist wirklich nur ein Beliebtheitsvoting unter Mehrfachauswahl sozusagen. Und ja, beziehungsweise halt auf welchem Platz die Charakter dann gelandet sind. Also quasi wer ist mein Lieblingscharakter? Nicht unbedingt, also der Reihenfolge nach und nicht nur ein Charakter, so würde ich sagen. Ja, und es ist auf jeden Fall klar, wer der beliebteste Charakter von allen ist oder der most anticipated. Es ist Mavuika. Die Pyro-Archon gewinnt in beiden Rankings haushoch mit absoluter Mehrheit. Was mich persönlich überrascht, ist beim Global Ranking Capitano auf Platz 2, würde ich persönlich auch sagen, weil ich finde, er ist der erste Charakter, also ich meine, man hat jetzt natürlich noch nichts von ihm mitbekommen, aber er ist halt der erste Charakter, von dem man nicht mal das Gesicht gesehen hat und vielleicht, oder es wirkt so, als würde man es auch niemals zu Gesicht bekommen, was ihn halt extrem geheimnisvoll auf jeden Fall macht. Und es weiß auch nicht, es ist wie, also ich habe das schon mal verglichen mit so Herr der Ringe, mit diesen Kapuzenträgern, mit Saurons Rittern oder whatever. Die haben ja auch immer diese Kapuzen und die haben ja gar keine menschliche Gestalt sozusagen. Und da mag ich das gerne vergleichen, weil das hier halt auch so wirkt, einfach so ein bisschen. Weil ich meine, der Helm ist ja hier vorne eigentlich offen und trotzdem sieht man nichts. Das heißt, es könnte sein, dass er echt gestaltlos ist oder so und die Rüstung oder sein Outfit nur trägt, damit man ihn überhaupt sieht, sozusagen. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall für mich auf jeden Fall der aufregendste Charakter und hat es im chinesischen Ranking aber tatsächlich nur auf Platz 3 geschafft. Im chinesischen Ranking ist auf Platz 2 Zitlali, zwar nur mit 29%, aber trotzdem über Capitano. Aber man sieht schon, also die erste Reihe ist sehr ähnlich. Auf Platz 3 im Global Ranking ist dann Kinnich, auf Platz 4 im Chinese Ranking, Capitano hier eben auf Platz 3. Das heißt, die ersten 4 sind fast identisch. Ein Unterschied gibt es auf Platz 4 im Global Ranking, ist nicht Zitlali, sie ist nur auf Platz 5, sondern hier ist es Xilonen. Die ist im chinesischen Ranking tatsächlich nur auf Platz 6 mit nur 13% auch hier, also ist schon eher niedriger eingestuft oder deutlich niedriger eingestuft als im globalen Ranking. Und genau. Dann wieder ein kleiner Unterschied hier mit, jetzt muss ich selber kurz gucken, die ganzen neuen Namen auf einmal so. Chaska, die ist im globalen Ranking tatsächlich auf Platz 8 und im Chinese Ranking tatsächlich auf Platz 5. Ja. Also da gibt es auch einen deutlichen Unterschied. Zwar nicht so, was die Prozente hier angeht, da sind es tatsächlich nur so knapp 6%, aber von der Platzierung her tatsächlich doch ein großer Unterschied. Dann Ororon heißt dieser Charakter. Er ist im globalen Ranking auf Platz 6, im chinesischen auf Platz 7. Ist also kein so großer Unterschied, Prozente allerdings schon eher, also beim Voting selbst. Dann haben wir einen Riesenunterschied oder einen Riesensprung, was sowohl die Platzierung als auch die Prozente wieder angeht. Und zwar haben wir Kachina und deswegen sage ich einen Riesensprung, weil sie halt einfach generell extrem wenig Votes bekommen hat. Und zwar nur 4,7%, was ich halt finde, ist irgendwie geistesgestört. Ich meine, 4%, alle anderen Charakter haben eigentlich, ja, über 10 im globalen Ranking bekommen. Selbst dieser Begleiter, der aus irgendeinem Grund von Kinnich noch dabei war, hat über 9% bekommen und sie einfach nur 4. Bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, warum. Also ich denke auch von allen neuen vorgestellten Charakteren ist sie so ein bisschen die uninteressanteste oder die goofieste, die man halt wieder nicht so ganz ernst nehmen kann vielleicht oder so. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber hat im Ranking auf jeden Fall deutlich versagt. Im chinesischen Ranking lustigerweise sogar fast doppelt so viel bekommen und damit auf Platz 6 und nicht auf dem letzten Platz. Dann Mualani im globalen Ranking Platz 7,
im Chinesischen auf Platz 9. Auch wieder ein großer Unterschied beim Voting, 7% knapp. Also auch da offensichtlich globale Spieler mehr interessiert an ihr als die chinesischen. Und dann haben wir noch, da bin ich habe auch keine Ahnung, wie man den ganzen Charakter ausspricht, by the way. Ian San ist im chinesischen Ranking auf dem letzten Platz. Im globalen Ranking zwar, wenn wir jetzt ihn mal hier rauslöschen, auch auf dem vorletzten Platz, allerdings mit mehr als doppelt so viel Votes und vor allem zweistellige Votes. Also damit ist Kachina die einzige im globalen Ranking, die keine zweistelligen Votes bekommen hat. Im Chinesischen sind es gleich 3 Charakter, die keine zweistelligen Votes bekommen haben. Und er hat hier nur 4,5% bekommen. Genau. Also bei ihm könnte mich wahrscheinlich stören, also jetzt, wenn wir vom Gameplay reden, dass er so ultra klein ist. Also ich glaube, er ist noch kleiner als Klee. Damit dürfte er wahrscheinlich dann der kleinste Charakter im Spiel sein. Oder ist Klee überhaupt die kleinste? Nahida vielleicht. Klee, Nahida, Chi-Chi. Ja, aber die sind eigentlich alle ungefähr gleich groß. Ich meine, er wird wahrscheinlich auch genauso groß sein wie die. Aber irgendwie in dem Trailer hat er halt wirklich gewirkt wie so ein Baby, also gefühlt. Also halt wirklich no front, aber der ist schon echt sehr winzig auf jeden Fall. Genau. Aber ja, das war im Endeffekt das Ranking mal so kurz durchgesprochen. Also ich muss sagen, ich habe jetzt selber für mich gar kein Ranking erstellt. Wenn ich es jetzt machen müsste, spontan, also wie gesagt, ich würde Capitano tatsächlich auf die 1 packen. Dann, ja, hätte ich so ein Mittelfeld tatsächlich. Also, er ist, wie gesagt, top. Also, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf ihn. Vor allem, ob er spielbar wird oder nicht. Das wird, glaube ich, das Interessanteste werden. Ich fürchte tatsächlich, er wird nicht spielbar werden. Ähm, Weil er weicht einfach zu sehr von der Norm ab. Also, ich meine, ja, vielleicht wird er irgendwann mal seinen Helm abnehmen, dann kriegt er auch ein Gesicht und so. Das könnte natürlich passieren, aber aktuell sehe ich das einfach nicht. Und ich meine, solange der Typ kein Gesicht hat, wird er halt 1000% nicht spielbar werden. Ich denke aber, darüber sind wir uns alle im Klaren. Also, ich meine, vielleicht schon, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Es würde einfach von dem bisherigen Pattern von neuen Charakteren so extrem abweichen, dass ich es mir einfach nicht vorstellen kann. Aber wie gesagt, für ihn, für mich auf jeden Fall definitiv Platz 1. Ähm, und da muss ich sagen, habe ich eigentlich keine wirklichen Favoriten. Für mich wäre es tatsächlich auch hier Kachina tatsächlich auch eher auf dem letzten Platz zusammen mit Ian San. Also die liegen für mich beide tatsächlich auch eher weiter hinten als die anderen. Ähm, ja, weil sie für mich einfach nicht wirklich interessant aussehen. Alle anderen, muss ich sagen, würde ich tatsächlich irgendwo ins Mittelfeld packen. Wahrscheinlich Mavuika noch ein bisschen vorne. Ähm, Genau, und die anderen eigentlich wirklich so alle ungefähr gleich platziert. Also, da habe ich eigentlich wirklich keine Favoriten. Also, ich bin auf jeden Fall mehr gespannt auf den Fatui Harbinger als auf die Charakter tatsächlich. Ich meine, ein Problem ist halt für mich auch tatsächlich, ich kann mich gar nicht so sehr oder zu sehr auf Charakter freuen. Ich meine, bisher kennen wir auch gar keine Fähigkeiten und nichts. Offiziell auf jeden Fall nicht. Ähm, von dem her würde ich mich da eh immer noch 'n bisschen zurückhalten. Aber selbst wenn ich's tun würde, ist halt das Problem, als Free-to-Play-Spieler kann man ja auch nicht so viele Charakter ausrüsten, beziehungsweise macht's halt eher Sinn, man fokussiert sich eher auf wenige Charakter. Aber das heißt, wenn du jetzt hier deine Favoritenliste abhakst und so, die alle zu bekommen, dürfte halt dann verdammt schwierig werden. Und von dem her, ja, halte ich mich da eher etwas zurück. Aber ja, letztendlich für mich, Fazit: Auf jeden Fall, mich überrascht es, dass alle wirklich so hyped sind auf den Pyro-Archon. Aber gut, macht ja irgendwo Sinn. Ich meine, es sind meistens die Charakter, die am meisten vorkommen. Ich meine, hat man bei Furina gesehen, hat man bei Nahida gesehen. Die kommen einfach extrem präsent vor und, sind einfach sehr relevant und natürlich meistens auch extrem stark. Also, ich meine, es gibt eigentlich keinen Archon, der schwach ist. Also, ich würde fast sagen, Venti vielleicht sogar als Schwächster oder als eher uninteressantester, weil seine Fähigkeiten jetzt nicht so extrem speziell sind. Aber eigentlich, ich meine, Venti hat auch eine ziemlich große Fanbase, also von dem her, naja. Und ja, die Überraschung auf jeden Fall, dass er im chinesischen Ranking nicht so gut angekommen ist, aber vielleicht stehen die da nicht so auf so geheimnisvolle Charakter. Im globalen Ranking sieht man auf jeden Fall, die meisten Leute oder viele Leute stehen schon drauf. Und ja, das war das Wort zum Sonntag. Danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ihr könnt auf jeden Fall eure Charakter ranken, wenn ihr wollt. Es sind ja eh nicht so viele. Insgesamt gerade mal 10 Stück, beziehungsweise 11. Und by the way, sein Name ist Kuhul Aja. Keine Ahnung, wie man das ausspricht, ja, also. Aber er ist im chinesischen Ranking aus irgendeinem Grund gar nicht drinnen. Von dem her habe ich ihn jetzt auch einfach weggelassen. Er ist ja auch gar kein spielbarer Charakter, deswegen ist das halt, naja, gar nicht so wirklich relevant. Also im Endeffekt könnte man seine 9% vielleicht sogar zu Kinnig noch dazu addieren, aber ich glaube, das wäre dann auch wieder nicht ganz fair. Wie gesagt, postet euer Ranking in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Genshin Impact Video wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.